Hallo meine Lieben, heute geht es wie versprochen um den zweiten Teil des Projektes und zwar wie ihr einen zweifarbigen Siebdruck machen könnt und dafür verwenden wir die Taschen, die wir im ersten Teil des Projektes genäht haben und mehr dazu zeige ich euch gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, wir hatten letztes Mal ja eben diese Taschen genäht und heute ging es mir darum, euch zu zeigen, wie ihr ein zweifarbiges Motiv auf eine Tasche mit Siebdruckverfahren oder Screenprinting draufbringen könnt. Ich habe hier, bei Weiß ist es immer so ein bisschen ein Thema, dass man eine gute Deckung hinkriegt und das Ganze dann nicht grau wird. Ich habe hier extra eine Opaque Farbe genommen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, dass die hat effektiv so ein bisschen Glanz drauf. Und ich habe auch das Hellblau quasi mit diesem Weiß und ein bisschen Blau angemischt, so dass selbst dieser blaue Schriftzug auch so ein bisschen diesen Glanz drauf hat. Und eben, ich zeige euch jetzt, wie ihr dieses Motiv, was eben so ein bisschen ineinander hineinfließt quasi, dass ihr das passgenau auf jedem Design quasi hinkriegt, dass das dann auch eben passend da ist, wo es hin soll. Und wie wir das machen, das zeige ich euch jetzt gleich. Um die Taschen, die ich euch beim letzten Mal gezeigt habe, zu bedrucken, braucht ihr ein Sieb oder, hier, ich habe diesmal das von Speedball und habe da auch ein entsprechend größeres Rakel dazu oder einen Schaber. Dann brauchen wir Vinylfolie, Painter's Tape, um die Ränder abzutapen. Dann Farbe, ich habe hier ein Opaque Weiß und ein ganz normales Blau. Ich werde den einen Teil mit dem Weiß machen und ich habe mir ein Hellblau angemischt mit diesen beiden Farben und da beim Mischen müsst ihr wirklich gut drauf achten, dass das Weiß die Farbe schon sehr gut annimmt. Also ich habe echt, der größte Teil hiervon ist Weiß und ich habe nur so quasi eine Spitze von diesem Blau da reingemacht und das ist sofort hellblau geworden. Also das nimmt die Farbe schon sehr gut an. Und dann braucht ihr zum Entgittern das Entgitterungstool. Eine Schere ist nie schlecht. Eine Pappe, um die zwischen die Taschen oder in die Tasche reinzustoßen, damit die Farbe da nicht durchdrückt. Und ein Zeitungspapier ist jeweils nicht schlecht, um euren Arbeitsplatz ein bisschen zu schützen. Jetzt werde ich euch als allererstes zeigen, wie ihr das Motiv vorbereiten müsst, damit ihr das entsprechend ausplotten könnt und so die Orientierungsmarken habt, um das Ganze dann passgenau aufzubringen. Was ich jetzt prompt vergessen habe, ihr braucht nicht nur das Painter's Tape, sondern ihr braucht auch so kleine Vierecke, um die in den Ecken anzubringen, wo ihr die Orientierungsmarken habt. Aber das zeige ich euch nachher gleich. Wir gucken uns jetzt zuerst auf dem Canvas kurz an, wie ihr das Motiv aufbereiten könnt. Was ich hier auf dem Canvas schon mal gemacht habe, ist das Design. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr solche Buchstaben mit anderen Wörtern aufbrechen könnt, dann verlinke ich euch hier oben ein Video, wo ich das euch schon mal gezeigt hatte mit einem anderen Design. Was ich dann gemacht habe, ich habe einfach einen Rahmen drumherum gemacht, so dass ich auf den Seiten und oben genug Platz habe, um da mit der Farbe dann nicht aus dem Design rauszulaufen. Und was wir jetzt brauchen, sind Vierecke. Und zwar mache ich hier einfach ein Viereck, mache das klein. Muss auch nicht wirklich groß sein und packt es hier in die Ecke rein. Und das kopiere ich jetzt ganz einfach dreimal, also mit Ctrl+C, Ctrl+V. Und dann kann ich diese einzelnen Elemente oben hier
in die Ecken reinmachen. Und dann könnt ihr dieses ganze Element nehmen und das mit Ctrl+C und Ctrl+V einmal kopieren und dann herunterschieben. Weil jetzt habt ihr zwei Designs und somit auf beiden die Markierung auch auf derselben Stelle. Und jetzt könnt ihr eines so bearbeiten, dass ihr da, das obere wird mein B, das heißt, ich nehme hier diesen Schriftzug raus, Creative, da habe ich jetzt einfach auf Delete gedrückt, nachdem ich das markiert habe. Und beim anderen unten behalte ich alles außer dem, was hier oben ist. Und wenn ich das gemacht habe, dann habe ich jetzt zwei quasi Vorlagen, die beide die Markierung an denselben Stellen haben, nämlich diese Vierecke. Und was ich dann noch machen muss, ist die natürlich auch zu spiegeln. Wir werden das aus Vinylfolie ausplotten und um das als Stencil zu verwenden, müssen wir hier auf Bearbeiten gehen und das spiegeln. Und ja, dann könnt ihr einfach das eine zuerst mal ausblenden und sperren. Dann könnt ihr das hier oben zuerst ausplotten und dann könnt ihr zurückkommen und das hier sperren und ausblenden und dafür das andere wieder einblenden. Jetzt können wir auch das ein bisschen hochschieben, damit wir das besser ausplotten können. Aber hier einfach nichts mehr an der Größe verändern. Das heißt, wenn ihr die Größe anpassen wollt, müsst ihr das ganz am Anfang machen, wo ihr die Markierungen und alles drauf habt und alles noch ein Design ist. Das heißt, bevor ihr das dupliziert, müsst ihr das Ganze in der Größe so anpassen, wie ihr das dann braucht. Und erst nachher fangt ihr an mit Duplizieren und Sachen rauslöschen. Das heißt, hier jetzt auch dieses zweite Element werde ich ausplotten und dann haben wir eigentlich zwei Schablonen, die dann, wenn das Ganze übereinander liegt, wieder ein Bild ergeben. Und genau das mache ich jetzt. Ich habe die beiden Sachen ausgeplottet und jetzt kann ich damit anfangen, das zu entgittern. Und denkt daran, ihr müsst dasjenige, was ihr ausgedruckt haben wollt oder bedrucken wollt, das muss weg. Das heißt, der Schriftzug bleibt nicht drauf, sondern alles um den Schriftzug herum bleibt drauf. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us. And the reason why we stay, we fly. Das hier ist das, was bei mir hellblau wird und das ist das, was weiß wird. Mit dem werde ich starten, was ich am Anfang, wo ich euch gezeigt habe, was ihr alles braucht, ganz vergessen habe, sind zwei wichtige Sachen, nämlich die Übertragungsfolie und das Rakel, um das Ganze auch übertragen zu können. Das heißt, ich nehme jetzt meinen Screen und eine der Taschen, einfach damit ich hier so ein bisschen eine Orientierung habe. Ich werde es in dem Bereich hier vom Screen aufbringen. Das heißt, hier muss jetzt zuerst das Übertragungsmedium drauf.
like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Dann kann ich das Ganze ablösen. Und das auf die Rückseite, da wo das Ganze gerade ist, auf den Screen draufbringen und das gerne auch gerade. Und dann streiche ich das hier kurz ein bisschen fest und kann das auf der Rückseite ablösen. Und dann streiche ich das Ganze nochmal fest, wenn sich jetzt was gelöst hat, dass das wirklich gut wieder an diesem Netz dran klebt. Und was ich auch gleich mache, ist das Ganze noch abzutapen. What we're doing is bad. There's so many emotions, sharing stories that we never had. Yeah, none is real. I think we're searching for reasons not to be like that. So, und schon ist unser Screen vorbereitet. Ihr seht, ich habe effektiv nur den Rand der Folie abgedeckt. Diese Quadrate liegen hier frei. Also da müsst ihr wirklich darauf achten, dass genau diese Markierungspunkte effektiv auch frei liegen. Und dann nehme ich effektiv die einzelnen Taschen und lege mir den Screen so drauf, gucke ungefähr auf welche Höhe ich das haben will und dass ich auch schön gerade liege. Und dann nehme ich mir hier, also ich arbeite hier jetzt mit einem dunklen Papier, einfach aus dem Grund, weil ich mit Weiß arbeiten werde und da am besten sehe, wo diese Markierungspunkte sind. Da habe ich jetzt an jedem Punkt quasi ein bisschen Tape dran gemacht und jetzt schiebe ich das hier drunter. Und achte einfach darauf, dass dieser Markierungspunkt hier schön abgedeckt ist. Also ich spüre auch, wo diese Karte ist. Das heißt, die ist jetzt auf dieser Höhe, so dass ich da auch nicht Gefahr laufe, dass Farbe drüber hinausläuft. Ich kann das auch noch ein bisschen weiter reinschieben. So, das heißt, bei mir liegt die jetzt hier auf der Höhe. Und dasselbe mache ich auch mit den anderen Dreiecken. Eine andere Variante, wie ihr das machen könnt, ist, dass ihr hier einfach das zweite Stück nehmt und diese Ecken quasi hier drunter schiebt. Auch das ist eine Möglichkeit. Wie auch immer ihr das macht, es sollte einfach so sein, dass die Ecken hier abgedeckt sind, weil das wollen wir schlussendlich nicht auf die Tasche drauf printen, sondern wir wollen es auf diese Ecken drauf printen und die bleiben dann auch drauf, bis wir mit dem zweiten Design drauf gehen und das zweite Design orientieren wir dann genau auf diesen 4 Ecken, die wir hier geprintet haben. Deshalb bereite ich immer alle Sachen, die ich mit diesem Motiv bedrucken will, vor. Und deshalb müsst ihr halt auch gucken, dass das Design nicht zu weit
rausgeht in die Ecken oder mit diesen Ecken nicht in Berührung kommt. Ne? Selbst bei diesem größeren B habe ich geguckt, dass da hier schon eine gewisse Distanz ist vom Design her zu diesen Ecken, weil dann geht es auch einfacher, um diese Markierung quasi zu machen. Jetzt wie immer wichtig, dass ihr eine Pappe in die Tasche reinsteckt damit oder euer T-Shirt, je nachdem, was ihr bedrucken wollt, weil es schon sein kann, dass die Farbe so ein bisschen durchläuft oder durch die Fasern durchgeht. Dann kommt mein Element drauf und hier jetzt eben drauf gucken, dass diese Ecken auf der Pappe drauf liegen. Dann nehmen wir die Farbe und geben von der wie immer oben auf den Screen drauf. Bin mal gespannt, wie das Ganze wird, weil es eben nicht so ein Standardweiß ist, sondern es ist wirklich so ein Opaque, nennt sich das. Das heißt so ein Perlglanz drinne. Ich gucke einfach, dass ich die Breite habe von dem Spruch. Was ihr auch machen könnt, wenn die Ecken so ein bisschen weiter draußen sind, damit ihr die anzeichnen könnt, könnt ihr da einfach so eine Tupferfarbe drauf geben, damit die auch sicher mit abgedeckt sind. Und dann können wir den Squeezy nehmen und einmal, also jetzt den Screen wirklich festhalten, damit der nicht mehr verrutscht. Einmal das Ganze fluten. Das heißt, quasi wie ein Butterbrot bestreichen. Einfach so, dass schön Farbe drauf ist. Und dann im Winkel das Ganze runterziehen. Gehe da sicherheitshalber nochmal drüber. Dann können wir das Ganze anheben und gucken, wie das aussieht. Boah Leute, ist das cool. Och, ist das cool. Jetzt habe ich hier die obere Ecke nicht ganz gekriegt, aber die anderen Ecken sollten reichen. Und was auch passiert ist, dass mir dieses Ding hier verrutscht ist, das super ist. Ich werde mich an den anderen orientieren, das sollte funktionieren. So, und jetzt kommt die nächste Tasche dran. Und jetzt können wir quasi den Screen auch wieder so platzieren, dass die Vierecke quasi auf den Quadraten drauf liegen. Dann werde ich hier noch ein bisschen Farbe brauchen, weil die ich habe, die wird nicht mehr ausreichen. So, und jetzt seht ihr, wie es eigentlich hätte sein müssen, ne? Die Ecken hier, dass die alle jetzt quasi Farbe drauf haben. Dann haben wir noch die dritte Tasche, auch da wieder gucken, dass ihr mit den Vierecken auf der Pappe landet. Diesmal habe ich noch genug Farbe, das heißt, ich flute hier das Design wieder. Und dann das Ganze runterziehen. Auch hier mache ich das zweimal.
Et voilà. Und der Rest der Farbe kommt wieder zurück in den Farbtopf. Et voilà. Auch dieses Design hat wunderbar funktioniert. Was ich jetzt mache, ist effektiv den ganzen Rahmen oder alles, was jetzt Farbe dran hat, zu waschen. Und da das wasserlösliche Farbe ist, kann ich das mit lauwarmem Wasser machen. Und dann muss ich das ganze Design trocknen lassen. Das heißt, ich lasse das sicher eine halbe Stunde bis eine Stunde liegen. Ihr seht es dem Design auch an, wenn es nicht mehr glänzig ist, dann könnt ihr mal so ein bisschen ganz vorsichtig einen Fingertest machen. Und dann, wenn es trocken ist, können wir mit der zweiten Schicht drüber. In der Zeit kann dann auch der Rahmen und das Gitter quasi trocknen. Wenn ihr das Ganze so ein bisschen angetrocknet oder trocknen habt lassen, dann können wir an den zweiten Schritt. Da müssen wir jetzt auch wieder die Folie übertragen. Da mache ich das kurz so, dass ich effektiv das Stück nehme, was ich vorhin schon hatte, weil da weiß ich, okay, das ist genug groß. Und es ist ja eh besser, wenn die Klebekraft jetzt nicht so intensiv ist, ne? There's something different about the way we are. There's something different about us. There's something different about the way we are. Hier habe ich mir jetzt zusätzlich noch 2 Stücke zurechtgeschnitten, weil was ich machen werde ist, ich gucke, dass ich mit der Farbe hier anfange, das heißt die hier oben gar nicht mit Farbe bedecke. Und bevor ich die Farbe dann runterziehe, also ich verwende diese Ecken wirklich nur zum Ausrichten, und bevor ich dann die Farbe runterziehe, werde ich die hier draufkleben, damit da keine Farbe drauf kommt und ich für das nächste Design ganz einfach das kurz ablösen kann und da wieder die Ecken verwenden kann, um das Ganze auszurichten. Wenn ihr das nur einmal printet, dann geht das relativ einfach, dann müsst ihr das nicht machen, aber eben wenn ihr mehrmals printet, dann würde ich das machen. Was ich auch machen werde, ist ein Stück Papier kurz ausschneiden, das gleich groß ist wie der Schriftzug. Einfach damit ich das kurz drunter legen kann, wenn ich das Ganze ausrichte, damit da nicht fälschlicherweise Farbe durchgeht und ich dann beim Ausrichten quasi Farbe drauf schmiere. Dann können wir hier unsere Tasche nehmen, die Farbe, die wir angemischt haben, oder die Farbe, die ihr für euch ausgewählt habt. Ich rühre die immer noch mal so ein bisschen, da sicher zu sein, dass ich da wirklich eine schöne gleichmäßige Farbe habe. Und jetzt gehe ich eben hin und richte den Screen an diesen 4 Ecken aus. Das heißt, ich gucke hier durch, dann sehe ich, okay, da bin ich drauf, hier auch und hier auch. Das heißt, alle Ecken, dass ich da schön drauf lege, dann weiß ich, okay, jetzt sollte das eigentlich am richtigen Ort liegen. Wie gesagt, jetzt klebe ich hier unten die beiden ab. Und jetzt kann ich hier mit Farbe drauf.
Ihr seht, die schimmert auch wirklich extrem schön, ganz einfach durch dieses Opaque Weiß. Das heißt, die blaue Farbe hatte eigentlich keinen Schimmer drauf. Klingt auch super, ne? Die blaue Farbe hatte keinen Schimmer, nee. Diesen Glanz hatte die blaue Farbe nicht. Aber durch dieses, da das sehr ein großer Anteil von Weiß ist, hat es das quasi übernommen. So, jetzt auch wieder fluten. Fluten, also wenn ich sage, wie ein Pausenbrot bestreichen und wie ein Butterbrot, ich gebe hier nicht Druck drauf, sondern ich streiche quasi nur die Farbe, damit es einfach mit Farbe abgedeckt ist beim ersten Mal. So, und jetzt kann ich hin und das einmal unterstreichen. Ich mache da am Schluss immer so eine Hebebewegung, damit ich die Farbe jetzt auf dem Rakel drauf habe. Und jetzt bestreiche ich das noch ein zweites Mal, weil auf dunklen Textilien ist es immer ein bisschen schwierig, dass die Farbe dann auch wirklich deckend ist. So. Und dann können wir gucken, ob das funktioniert hat. Ist das cool oder ist das cool? Ihr seht, das sitzt perfekt genau da, wo das sitzen soll. So, dann nächste Tasche. Und jetzt eben, damit ich hier keine Farbe drauf verschmiere, decke ich das Design da, wo ich weiß, dass eigentlich Farbe ist, kurz ab. Jetzt kann ich auch hier diese Ecken kurz anlösen. Und das Ganze wieder ausrichten. Hier unten hatte ich eine Ecke, wo das Ganze verschoben hatte, aber ich kann mich an den anderen 3 orientieren. Jetzt bin ich hier eigentlich nicht runtergekommen, aber sicherheitshalber decke ich das jetzt trotzdem kurz ab. Und jetzt brauchen wir hier auch noch mal ein bisschen Farbe. Und alle, die jetzt denken, Frau B., haben Sie da nicht was vergessen? Da habt ihr vollkommen recht. Weil es liegt ja immer noch das weiße Papier drunter. Das heißt, ich gucke jetzt wirklich, ich halte das fest, also ich drücke das oben runter und nehme das weiße Papier raus. Zweites Ergebnis, auch das ist absolut einwandfrei geworden. Wieder das Papier drauf. Dann nehme ich hier die Ecken auch wieder weg. Deshalb macht es Sinn, wenn ihr am Anfang, also wenn ihr die erste Farbe nehmt, dass ihr da halt die Farbe nehmt, wo der größte Teil des Motives ist. Wo haben wir die Ecken? Hier. Und dann könnt ihr das wunderbar nachher viel einfacher einpassen. Jetzt mache ich die Ecken nicht mehr drauf, weil bei mir, ich hatte nur 3, die ich bedrucken wollte. Jetzt können wir die Farbe auch wieder zurück ins Töpfchen geben. Und da könnt ihr selbst, wenn ihr auf dem Screen selber jetzt noch groß Farbe hättet, könntet ihr auch die aufnehmen und wieder zurück
stellen, weil ihr seht, ich habe jetzt für 3 Motive habe ich die Hälfte von diesem absolut kleinen Töpfchen gebraucht. Und wenn ihr das luftdicht verschließt, dann könnt ihr die nachher nochmal verwenden. Gucken wir uns das dritte Motiv an. Auch da absolut perfektes Ergebnis. Super Deckung, absolut passgenau. Von dem her werde ich jetzt auch das alles wieder waschen und die hier trocknen lassen. Das Ganze ist jetzt bei mir getrocknet und jetzt kann ich das noch fixieren. Da könnt ihr einerseits mit dem Bügeleisen drüber, da müsst ihr ein bisschen gucken, was die Hersteller sagen von der Farbe. Sorry, das Knacksen nebendran, das passiert, wenn meine Cricut hier am Aufwärmen ist. Gute Überleitung, weil ich werde das effektiv mit der Cricut Heatpress fixieren. Und die habe ich so eingestellt, dass ich 150 Grad und das auf 45 Sekunden gesetzt habe und das werde ich 3-mal hintereinander machen. Ich gehe hier nicht direkt drauf, also ich habe drunter meine Hitzematte, dann lege ich die Tasche drauf und dann nehme ich effektiv ein Backpapier und lege das hier drüber, um das Ganze zu fixieren. Wie gesagt, die Seite einfach abdecken und dann für 45 Sekunden drauf. Dann nehme ich das kurz hoch und lasse das ein bisschen ausdampfen. Und dann gehe ich noch 2-mal so drauf. So, ich habe das jetzt mit allen 3 Taschen gemacht und naja, alles wunderbar geworden. Es hat so eben mit diesem Opaque hat es so ein bisschen diesen Glanz drauf. Und die kann man jetzt wunderbar verwenden als Geschenk. Bei mir ist es effektiv geplant. Ich habe eine kleine Bastelrunde bei mir und den werde ich ihre Sachen dann mitgeben mit dieser Tasche. Und da freue ich mich auch schon drauf. Aber für uns war es das jetzt heute. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen und ihr habt effektiv auch Lust, das mal selber auszuprobieren, weil ich kriege eigentlich fast nicht mehr genug von diesem Siebdruck. Also von dem her, mir macht es riesig Spaß und ich hoffe, ich kann euch da ein bisschen anstecken damit. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald! Everyone wants to be swept